So, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Let's Play. Endlich geht's weiter mit dem Duke, mit Mr. Stoppelschnitt in Blond und Sonnenbrille. Bei mir, wie immer, 3D. Naja gut, wie immer ist ein bisschen übertrieben, aber mal wieder, der gute Vito. Baby. Genau, so. Und wir wollen auch gar nicht so viel Zeit zum Intro verlieren. Wir machen hier gleich einfach mal auf einen Anhieb Einzelspieler. Neues Spui. Und zwar Chaos in LA haben wir durch. Jetzt kommt die Mond-Apokalypse. Aha. Kam da nicht zwischendurch noch ein Level im Grand Canyon oder? Das hatten wir doch alles schon. Ach, das war bei LA mit dabei. Ja. Ups, sorry, okay. Dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Sharpnel City, die Geburt und außerirdische Weltordnung, das kommt alles noch. Jetzt machen wir die Mond-Apokalypse. Wir beginnen mit dem Raumhafen und Piece of Cake, weil ich möchte hier ein Let's Play und kein Let's Fail aufnehmen. Los geht's. Bei unserer Orientierung wird das sowieso schon ganz schön schwierig werden. Raumhafen. So, dann haben wir hier ein... So this is the start of episode 2. Episode 2. The first level of the non-shareware. We could start out in space, get a nice huge backdrop, which was impressive back then, I thought. It still is, actually. And a nice image of the Earth. Oh, It took a lot of memory too, because it had multiple images. I don't know how much memory we had available, but yeah, that sucked up a lot of it. Und es gibt da auch wohl ein paar lustige Secrets, die wir versuchen zu entdecken. Achso, der kann nicht. Da ist hier irgendwas aktiviert. Was haben wir hier? Eine Videoüberwachungskamera. Okay. So, wo geht's denn hier lang? Das habe ich, glaube ich, nur einmal oder so gespielt. Schon ewig her. Ich hätte den Duke ja 3 bis 4 bis 5 Mal durch, aber ich sehe es halt leider nicht. Atomic Health. So, Yeah. mit Schrotbüchse ausgestattet geht's jetzt irgendwo anders hin. Dieser Gang verbindet diesen Gang und dieser Gang führt dorthin. Um mal Dr. Nick zu zitieren. Die schießen draußen. Na dann lass sie doch. Ja, aber die beschädigen mich. Also sie schießen auf dich, ja, das ist uncool. This map was kind of cool because we figured out the room over room stuff, building sectors, crossing other sectors and everything, before this was actually built. So I was able to do a lot of stuff in actual 3D space using that. Yeah. Compared to, the first map, all I had was a spiral staircase, which was put in because of that, and put in late. Doch damit nicht genug. And this map, I was able to, have actual rooms, underneath rooms that you could go. Yeah, it is nice to have. Yeah, in actual 3D space, and because here's a room and there's the blue key card underneath the space, you could actually go into and on top of and everything. And so this whole map was designed vertically to kind of, have that effect of more 3D space. Ihr seid so toll, ja, ihr seid besser als Doom, ihr könnt auch Räume übereinander haben. Wir wissen's. Blaue Sicherheitskarte erforderlich. Ich habe gerade die rote eingesammelt. Na doll. Das ist ein ganz schönes Getrolle. Machen wir alles schon. So, runter mit dir. So, nee, da sind wir gerade hergekommen. Wieso kommt man eigentlich hier unten nicht rein? Da sehe ich die blaue, aber ich komme hier nicht durch. Nur weil der Duke sich nicht weit genug quetschen kann. Fette Sau. Aber hier ist sie schon. Aha. That was easy. We did that a lot, and we got away with a lot of. Someone said that's a floor texture, it's on a wall. Yeah, so Yeah. it looks good, doesn't it? Yeah. The artists One of were the good. beauties of having that sort of
lower res, Yeah. kind of stylized stuff. And is nobody it? cares. They're here to play a game. They're not here to be art critics. Yeah, but it still looks good. You can. You No, know, that's what I'm it's still saying. Convincing. It's a fun game. Who cares? It would be the artist that would do that, of course. That's a floor texture. What are you doing? So, blaue Zugangskarte, nächster Kommentar. Through these maps, again, it seemed like one of the things at the time was to make rooms that were just pitch black. Yeah, not just our first Duke Nukem 3D, the other, the Platinum and the Atomic. Yeah, I was the same. I thought, this was night vision? What do I need here? yeah. So yeah, it's kind of neat to get in the room, and then when these guys start shooting and lights up in the dark. Mhm. So, jetzt aber. Was habe ich jetzt auch gemacht? Irgendwas habe ich auch gemacht. That elevator there was actually a teleporter Yeah. to go from one section to the next. Felt like it was, actual 3D space. But when the elevator went up, once the wall blocked off the opening, you actually teleport to a different section of the map and continue moving Yeah. with the elevator. Okay, ihr wart also zu blöd, den Elevator einzubauen, deswegen habt ihr... Einen Teleporter draus gemacht. Der so tut, als wäre er nur eine Etage drüber. Always liked, more stuff that we could do ourselves and not have to Oh, yeah. involve tons of people and, a week of design and stuff. It was more of, whatever works. And the can you get it programmers. to do it? Yeah. The speed and the alignment of the textures has to be exactly the same. Yeah. Where you see the little... Yeah, there's a lot of things like that that are tricky and hacky to do and everything, and then put a lot of pressure on the level designers and stuff to implement it properly to pull the effect off, which was nice. I've got some of them in the new maps, and they can making sure the textures and everything are exactly the same. Yeah. Also how the air shaft at the very beginning of the game works, right? E1L1. Yes. The Yeah. Yeah, you fall down the air shaft and you teleport to a different section. Mhm. Die Leute müssen doch auch mit dem Stand da vor der Unreal 4 Engine sitzen. Oder vom Level Editor davon. Endlich können sie das machen, was sie immer wollten. So, hier gibt's doch garantiert gleich. Da oben fliegt da wieder einer. Ein Bullenschwein? Nee, so ein Typ mit der Minigun. Aha. Der mir ganz schön das Leben schwer macht. Typ mit Minigun? So, der ist mal weggerotzt. Jo. Und schon sind wir wieder im 3D-Shooter-Slang. Die Schotze und wegrotzen. Zur blauen Tür zurück. Wieso kann ich jetzt hier die... Minigun, die hab ich doch eingesammelt, wieso kann ich die nicht auswählen? Yeah, that turned off the force field right here. Right. So yeah, so this one, when it do it right, it plays a nice sound, so you know that it happened. Some of these will open up areas that you can't see, Right. which is just annoying. But yeah, this one you can actually look right out there and see the force field. Falsche Nummer vielleicht? We have these multi-switches that I don't remember why we ended up putting them in or not. I forgot all about them. But yeah, it's just a good way to slow the player down and get them frustrated trying to figure out the damn thing. I think this one's actually simple. I think that did it. So, jetzt könnte man hier einmal im Kreis rennen. Nee, da will ich nicht, da waren wir gerade. Oder was ist hier? Hier ist nichts. Rote Karte erforderlich. Na, hatten wir die nicht eben? Ach nee, die blaue hatten wir geholt. Blaue hatten wir. Genau, deswegen geht es jetzt hier auch nicht weiter. Deswegen haben wir schon die erste Situation, wo ich nicht weiß, wo ich jetzt hinlaufen soll. Hatten wir nicht am Anfang eine blaue Tür, durch die wir nicht kamen? Da bin ich jetzt schon durch. Ach, da bist du jetzt schon durch. Out of order. Aber hier kann man so rum rein. Hm? Alter, wo kam denn der her? Einfach hinter mir respawnen. Die Sau. Neu gespawnt, nicht respawn. Ja gut, neu gespawnt. Wir sind ja in der guten alten Zeit, wo noch nichts respawnte. So, jetzt habe ich hier einen Hebel umgelegt, es zischt und nichts ist passiert.
Vielleicht ist ja woanders passiert. Vielleicht geht der Aufzug wieder. Wo ist passiert? Aufzug. Was bin ich? Genau. Stellen wir uns diese Frage nicht immer. Hier ist irgendwie nix. Ah, hier ist was aufgegangen. Jetzt ist was passiert. Was auch immer passiert ist. Was ist das? Habe ich den Lift jetzt aufgekriegt. Wahrscheinlich. Gute Frage, Duke. Ach, ich habe das Ding hier aufgekriegt, alles klar. Da unten war die Keycard, das habe ich gesehen. Ich muss den Typen erstmal wegrotzen. Das erleichtert viel. Welche Waffe haben wir eigentlich gerade? Das ist meine schwarze Map. Aha. Aha. Hier gab es noch einen Atomic Health. Haben wir Ein gesehen. Geheimraum. Aber tickt die dann nicht automatisch wieder auf den Standard runter? Actual rooms underneath rooms that you go. Yeah, it is nice to have. Yeah, and actual 3D space. And then Ja, ja, there's a ja. room and there's the blue key card underneath the space. You know, you Yep. could actually go into and on top of and everything. And so this whole map was designed vertically to kind of have that effect of more 3D space. Ach so, Ihr seid warte so mal. viel toller als du. Die waren wir ja schon. Warte mal, jetzt habe ich die rote Keycard, genau. Jetzt kann ich dahin, wo ich die rote brauchte. Das Genau. war Irgendwo war da oben, glaube ich. irgendwo hier. So, und zwar hier. Eine Sonde. So how hard is it to do this right here? The spinning lights? Yeah. This was actually easy because we have a cycler sprite. You put it in a sector, and then you set the offset time of it, and then it just fades the sector brightness on and off, and then you put them around through all the sectors, cut it all up, and then offset the timing on it. Still, I think for a lot of people, they don't realize that somebody has to go in here, cut this room up Yeah. into those high-shaped sectors, Yeah, drop cyclers into each sector, and set the timing up. yeah, A lot of people are just like, oh, build a box, put a couple lights in, Yeah. you're done. yeah. But that's not how it was I've 20 years ago. Yeah, I've been, of course, working on this back in Moscow, and it was great to see people like my wife and daughter and our nanny. They had no idea. They think, you just make a game. In fact, my daughter would be saying things. She's into Minecraft, and she said, "This looks like Minecraft," in Russian. So, ich sehe gerade oben, 2 Kills haben wir noch vor uns. Wo auch immer ich die Gegner jetzt übersehen habe. They watched me, and I explained it. Do you realize that I have to, every single surface on here, I have to do the lighting. I have to make sure it's all aligned. And they've been watching me do it, and then they're, oh my God, how much did they pay you? Yeah. Ja, das sieht halt schlecht aus für heute. Well, it's incredible how long it takes to do this stuff. And now you look at modern games like Assassin's Creed, It's done for you. and then it just builds these Yeah. magical cities. I mean, I'm sure it takes a ton of time to set up to actually do it. But once you got that whole system working, Right. it's like you look at that. If I made that in build, give me, You'd I take can it. make that map. But it's going to take a year. Ja, die mussten damals Licht- und Schattenwurf noch selber bauen. Das war noch vor Transform und Lightning. Hier und da. Genau, ich habe gerade den Fußtritt gesucht. Das war doch die mittlere Maustaste bei mir. So. Das 3D kann so sein. Realm hat das Level durchgekriegt in 1 Minute 19. Wir haben gebraucht 12 Minuten 59. Sagen sie. Sagen sie. Das sind die Leute, die den Level auch selber gebaut haben, also.